Wir haben wieder einige Alltagsbeispiele gefunden, die wir während der Weihnachtszeit in Wien und Salzburg gesammelt haben. Los geht's! Dieses Foto haben wir am Silvesterpfad in Wien gemacht. Auf dem Anhänger steht: Ein bisschen Spaß muss sein. Euch fällt vielleicht auf, dass das bisschen eigentlich falsch geschrieben ist, denn man schreibt es mit B und nicht mit P. Und dementsprechend lautet der Spruch eigentlich: Ein bisschen Spaß muss sein. Aber genau darin liegt eben auch das Wortspiel, denn der Anhänger bietet mobile Toiletten an. Menschen, die also auf dem Silvesterpfad unterwegs sind, können hier auf die Toilette gehen. Und ein sehr umgangssprachlicher oder sogar derber Begriff für auf die Toilette gehen ist eben pissen. Also für ich muss aufs Klo sagen manche auch ich muss pissen. Die Aufschrift auf dem Anhänger möchte also einerseits auf das Klo gehen ansprechen und andererseits ein bisschen Spaß versprechen, wenn man diese Toiletten benutzt. Und übrigens, es gibt ein Lied vom kubanisch-deutschen Sänger Roberto Blanco, das genauso heißt: Ein bisschen Spaß muss sein. Daran erinnert die Aufschrift auf dem Anhänger auch. Wir haben euch das Lied in die Videobeschreibung gegeben. Die nächsten zwei Fotos haben wir in Salzburg gefunden. Einmal ist es eine Werbung für das Skigebiet Zauchensee und einmal ist es eine Werbung vom Verkehrsverbund in Salzburg. Und beide Werbungen verwenden ein sehr, sehr typisches Adjektiv in unserem Dialekt, und zwar gescheit. Einerseits kann es bei uns intelligent oder clever heißen. Also wenn eine Person intelligent ist, könnten wir sagen, das ist eine gescheite Person. Andererseits meint gescheit ganz einfach auch gut, richtig oder ordentlich. Es kann aber auch verwendet werden, um eine hohe Intensität oder Quantität anzugeben. Dann wäre es ähnlich wie die Bedeutung von sehr. Also zum Beispiel, das ist aber gescheit viel Geld. Das ist aber sehr viel Geld. Andere Beispiele sind: Bist du sicher, dass das eine gescheite Idee ist? Hier meinen wir gut oder richtig. Bist du dir sicher, dass das eine gute, eine richtige Idee ist? Tu nicht so blöd, stell dich gescheit hin. Hier meinen wir: Stell dich ordentlich hin. Boah, gestern hat's gescheit geschnien. Hier meinen wir also, dass es gestern sehr, sehr viel Schnee gab. Er hat gescheite Schmerzen im Rücken. Hier meint es auch sehr, also er hat sehr große oder sehr intensive Schmerzen im Rücken. Das erste Foto will also sagen, dass man in Zauchensee einerseits richtig viel Skifahren kann und andererseits richtig gut Skifahren kann, also im Gegensatz zu einem schlechten Skigebiet. Und das zweite Foto bietet eine richtige und clevere Idee für ein Weihnachtsgeschenk an, nämlich das Klimaticket. Was das Klimaticket genau ist, das haben wir auch schon einmal in einem Video besprochen. Schaut euch das gerne noch einmal an. In der Werbung vom Salzburger Verkehrsverbund seht ihr, dass der Ausdruck was Gescheites verwendet wird. Hier wird also aus gescheit ein Nomen, etwas Gescheites. Das ist auch etwas ganz Typisches. Wir würden das zum Beispiel verwenden, um auszudrücken, dass wir etwas gut oder schlecht finden. Zum Beispiel, das Klimaticket, ja, das ist echt was Gescheites. Oder das neue Videospiel, na, das ist nichts Gescheites. Und was ist was Gescheites für euch und was ist nichts Gescheites für euch? Schreibt uns das gern unten in die Kommentare. Dieses Foto haben wir auch in Wien am Silvesterpfad gemacht. Und ihr seht hier eine Werbung der Münze Österreich. Die Münze Österreich AG ist eine Aktiengesellschaft und gehört zu 100% der österreichischen Nationalbank. Besonders bekannt ist die Münze Österreich bei Sammler und Sammlerinnen, weil die Münze Österreich Münzen aus Edelmetallen herstellt und ganz viele verschiedene Münzdesigns prägt. So auch eben unser Beispiel von heute, die Münze mit diesem Schwein. Besonders beliebt ist aber die Münze Wiener Philharmoniker. Wenn ihr euch auch einmal eine Münze zulegen möchtet oder eine Münze auch verschenken möchtet, dann schaut gern bei der Münze Österreich vorbei. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Die Werbung der Münze Österreich möchte die Personen animieren, eine Münze zu kaufen. Und zwar eine Münze als Glücksbringer für das neue Jahr. Das erkennen wir an der Aufschrift
viel Schwein im neuen Jahr. Normalerweise heißt dieser Spruch viel Glück oder viel Freude im neuen Jahr. Aber wir verwenden auch das Schwein sehr häufig als Symbol für Glücksbringer. Und weil eben auf der Münze ein Schwein abgebildet ist, hat man hier ganz einfach ein Wortspiel gemacht und Glück mit dem Wort Schwein ersetzt. Außerdem gibt es noch einen anderen Ausdruck mit Schwein, und zwar Schwein gehabt. Das hat auch etwas mit Glück zu tun. Wir erklären euch diesen Ausdruck in einem anderen Video. Das Foto haben wir in Salzburg gemacht. Wir sehen hier einen Bus, der auf den Gaisberg fährt. Der Gaisberg ist ein bekannter Berg nahe der Stadt Salzburg und sehr beliebt zum Sporteln. Links neben dem Bus steht die Frage, Aufe oder Owe? Egal, mit dem Gaisbergbus ist beides möglich. Aufe und Owe heißen hinauf und hinunter. Wobei wir persönlich eher Owe statt Ovi sagen würden. Ihr werdet aber beides sehr oft hören. Die Werbung will damit also sagen, egal ob Passagiere hinauf oder hinunterfahren möchten, beides ist mit diesem Gaisbergbus möglich. Und wer ist euer Favorit von den heutigen Alltagsbeispielen? Schreibt uns das gern unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.